Heute überwachen wir Switche. Willkommen in einer neuen Folge vom CheckMK Channel. Heute ist das Thema SNMP. SNMP bedeutet Simple Network Monitoring Protocol. Und das ist ein Protokoll, was sehr viele Switche, Router, Drucker, USVs, Hardware-Sensoren und ganz viele andere Geräte implementiert haben, mit dem Zweck, dass man diese einfach überwachen kann. Das Gute ist jetzt, ihr müsst im CheckMK überhaupt keinen Agenten installieren. Ihr müsst nur bei diesen Geräten den Zugriff via SNMP freischalten und der Rest im CheckMK ist dann sehr einfach. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich möchte jetzt einen Switch ins Monitoring aufnehmen, den ich schon vorbereitet habe, das heißt, wo ich den SNMP-Zugriff schon freigeschaltet habe. Dazu gehe ich einfach wie immer in das Wartemenü Hosts, lege mit dem Knopf New Host einen neuen Host an. Wie nenne ich den Switch? Ich bin einfallslos, sagen wir einfach mal Switch 1. Die IP-Adresse muss ich hier manuell vergeben, weil das ein einfach ausgedachter Name ist, der nicht auflösbar ist. Und jetzt kommt das Wichtige bei SNMP, dass ihr den CheckMK-Agenten abwählt, weil ja auf dem Switch kein Agent installiert ist und man natürlich auch keinen braucht. Und stattdessen natürlich SNMP einschaltet, und zwar die Einstellung V2 oder V3. Die Einstellung SNMP V1 braucht man extrem selten. Das wäre nur, wenn ihr ein Gerät habt, was V2 nicht unterstützt. Und dann müsste es schon wirklich mindestens 5 oder 10 Jahre alt sein. Das passiert sehr selten, aber wenn das mal der Fall wäre, habt ihr einfach hier die Option. Wichtig sind auch noch die Credentials. In der Regel arbeitet man mit SNMP V2 und Credentials ist einfach eine Art Passwort. Das nennt sich bei SNMP Community und die Community tragt ihr ein, da wo ihr den SNMP-Zugang freischaltet bei dem Gerät. Oft ist es so, dass ein Default-Passwort Public heißt. Also könnt ihr einfach probieren, ob Public funktioniert, wenn ihr keine explizite Einstellung gemacht habt. Ich gehe dann am besten erstmal weiter zu Save and Test, um zur Diagnoseseite zu kommen. Auf der Diagnoseseite wird jetzt der Host wieder wie üblich angepinkt. Er wird auch versuchen, den CheckMK-Agenten abzurufen, aber das sollte normalerweise nicht erfolgreich sein. Interessanter sind die Einträge, die ihr unten seht, SNMP V1, V2C und so weiter. Ich klappe mal die Seitenleiste zu, dann sehen wir das ein bisschen besser. Ihr seht also, dass CheckMK, obwohl wir V2 eingestellt haben, trotzdem alle 4 verschiedene Varianten des Protokolls durchprobiert. Damit habt ihr einfach einen schnellen Überblick, was euer Gerät unterstützt. Wichtig ist, dass hier bei V2C eine Antwort kommt. Ihr seht zum Beispiel hier Sysdescript, die System Description. Das ist ein Text, den der Hersteller selber vorgibt. Die anderen 3 Sachen sind Sachen, die ihr im Switch selber eingetragen habt, zum Beispiel eine Kontaktadresse, einen Namen und so weiter. Das sieht jetzt alles sehr gut aus, deswegen werde ich jetzt hier einfach speichern mit Save and Exit. Jetzt brauchen wir natürlich wie immer unsere Service-Konfiguration. Dazu gehe ich auf Services und CheckMK schaut sich jetzt auf dem Gerät um, macht seinen sogenannten SNMP-Scan und findet jetzt eine ganze Liste von Dingen, die nicht überwacht sind bis jetzt, weil wir haben ja noch gar nichts in der Überwachung drinnen. Und da sage ich jetzt einfach wieder mal Monitor bei allen Undecided Services. Das heißt, alles wird ins Monitoring aufgenommen. Und was das genau ist, werden wir uns dann später gleich anschauen. Ich mache meine Activate Changes, das kennen wir jetzt schon. Und nach kurzer Zeit habe ich meinen dritten Host im Monitoring. Jetzt kann ich die Seitenleiste wieder aufklappen. Wir sehen, wir haben hier 3 Hosts und wenn ich jetzt auf meinen Switch drauf gehe, dann werden wir eine ganze Liste von Services finden, die wir uns jetzt gleich mal anschauen werden. So, in der Liste der Services sehen wir wie immer zuerst 2 CheckMK-Services. Vielleicht ganz kurz ein Wort dazu. Der erste Service, der einfach nur CheckMK heißt, zeigt euch einfach, ob generell das Überwachen des Switches funktioniert. Ihr seht hier in SNMP Success, ihr seht Execution Time 1,4 Sekunden. Das bedeutet, die Überwachung des Switches hat 1,4 Sekunden gebraucht, also das Abrufen von sämtlichen SNMP-Informationen. In dem zweiten Service würdet ihr eine Warnung bekommen, wenn auf dem Switch Dinge aufgetaucht sind, die momentan nicht überwacht werden. Das ist zum Beispiel der Fall für Switchports, die bei der ersten Überwachung nicht aktiv waren und mittlerweile aktiv sind. CheckMK ist so vorkonfiguriert, dass, wenn ihr einen Switch mit der Überwachung aufnehmt, alle Ports, die jetzt gerade verwendet werden, also den Link-Status abhaben,
in die Überwachung aufgenommen werden und die anderen nicht. Ihr seht es zum Beispiel hier, Interface 1, 4, 5, 13, 17, 18, 19. Das sind also bei weitem nicht alle. Das Ganze ist natürlich konfigurierbar und wie das geht, steht auch im Handbuch. Und so seht ihr also den Status von diesen Interfaces. Wichtig ist natürlich, dass ihr nicht nur seht, ob das Interface up oder down ist, sondern ihr kriegt auch viel mehr Informationen, zum Beispiel über die Fehlerrate, über die Übertragungsgeschwindigkeit und andere wichtige Details. Dann gibt es noch den Service SNMP Info. Der ist normalerweise immer okay und der fasst einfach nur die Informationen zusammen, die im Switch konfiguriert sind, nämlich die Typbezeichnung, dann der Name des Switches, in welchem Raum oder an welchem Ort er steht und die Kontaktperson. Das sind also Daten, die ihr selber eingegeben habt. Und der letzte Service zeigt euch die Uptime. Ihr seht zum Beispiel, dass dieser Switch 107 Tage schon läuft. Das ist jetzt auch eine Sache, die normalerweise okay ist. Ihr könnt den Uptime-Check aber so konfigurieren, dass er euch zum Beispiel warnt, wenn die Uptime sehr kurz ist, weil das heißt, dass das Gerät kürzlich rebootet wurde und vielleicht wollt ihr das wissen. Vorhin haben wir gesehen, dass es neben der Version V2 auch eine SNMP-Version V3 gibt. Der wesentliche Unterschied ist, dass V3 Security Features implementiert. SNMP V2 ist nämlich unverschlüsselt und jeder, der Zugang zum LAN hat, kann alle Daten mitlesen und sogar diese Community Public oder wie auch immer sie heißt, auch lesen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten die Community einfach bei Public lassen, weil das Protokoll sowieso unsicher ist. Das Gute an der Stelle ist, die Daten haben nur reinen Lesezugriff. Das heißt, ein Angreifer könnte nichts an eurem Switch ändern, sondern er könnte nur eben diese Diagnosedaten mitlesen. So, wenn ihr jetzt ein höheres Sicherheitsniveau braucht oder euch wünscht, könnt ihr SNMP V3 verwenden. Es ist, muss ich gleich dazu sagen, deutlich komplexer aufzusetzen und es kostet auch deutlich mehr Rechenzeit, vor allem auf dem überwachten Gerät selbst. Wie das geht, zeige ich euch kurz hier. Dazu gehe ich jetzt zurück zu der Definition des Hosts in Vato. Ich gehe zu den Eigenschaften von dem Switch und der entscheidende Punkt ist jetzt hier bei SNMP Credentials. Und zwar, um V3 zu bekommen, muss ich jetzt eine von diesen 3 Optionen auswählen. Interessanterweise gibt es hier verschiedene Sicherheitsabstufungen. Die einzig wirklich sichere ist die letzte, nämlich mit Authentifizierung und Verschlüsselung, with Authentication and Privacy. Wenn ich die auswähle, muss ich allerdings einen ganzen Haufen zusätzliche Informationen angeben. Ich brauche ein Security Name, ich brauche ein Passwort, ich brauche eine Passphrase. Diese ganzen Dinge müsst ihr auch auf dem jeweiligen Switch konfigurieren und einfach diese Werte in diese Felder hier übertragen. Dann muss das Ganze funktionieren und dann ist es auch sicher. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.